an der Genua eine elektrische Fördereinrichtung. Und unsere macht komische Geräusche seit ein paar Tagen. Wir sollten gucken, dass wir möglichst schnell nach Jakarta kommen. Weil es kommt nichts Schönes. Ich glaube, mir ist gerade eine Katze zugelaufen. Übrigens Maritimo, die Insel hinter uns, ganz spannend eigentlich, hat 283 Einwohner. Da vorne ist die Stadt dazu und hier oben ist ein Kastell. Die ganze Inselgruppe nennt sich Ägadische Inseln. Und die unter euch, die Latein hatten oder sich mit Geschichte gut auskennen, ich habe gestern gegoogelt, muss ich dazugeben, das hier hat sich der erste Punische Krieg zwischen den Römern und den Karthagern entschieden, zwischen den Inseln und dem Festland. Die Amels haben ja an der Genua eine elektrische Fördereinrichtung. Und unsere macht komische Geräusche seit ein paar Tagen und die möchte ich jetzt natürlich nicht weiter betreiben. Und die Leute, die sich mit Amel nicht auskennen, die sagen immer als allererstes, oh, elektrische Segel, dann gehen die kaputt, kann ich sie nicht mehr bedienen. Ich zeige euch, wie man sie trotzdem bedienen kann, das geht nämlich. Da vorne gibt es einen Zapfen, in dem Bügel drin ist ein Zapfen. Wenn ich den nach oben ziehe, dann ist das Getriebe ausgekoppelt und dann kann ich über diese Riemenscheibe, die dort ist, über die Leinenscheibe, kann ich praktisch das ganz normal wie eine manuelle Furling-Einrichtung bedienen. Die dreht sich ganz schön schwer mittlerweile. Ich muss das Genua rauskurbeln. Ich wickel sie jetzt wieder ein. Jetzt erst, wo ich das manuell mache, merke ich, wie viel Reibung da eigentlich drauf ist auf der Trommel. Das heißt, sobald ich die Genua setzen will, beim manuellen Förder ist das ja so und hier eigentlich auch, wenn sie in Ordnung ist, dass sie dann von alleine läuft, sobald du die Genua setzt und die Wind bekommt. Aber hier ist total viel Spannung drauf. Die Genua hat jetzt Winterpause, bis ich sie repariere. Das ist echt ärgerlich. Also die wird ja normalerweise elektrisch gerollt, hat also irgendwie eine Art von Getriebe und Lagerung. Und ich habe die umgeschaltet auf manuell. Habe aber jetzt beim Kurbeln festgestellt, dass ich irre viel Kraft brauche. Und das heißt, dass die Lager kaputt sind. Die Lager sind fest und deswegen benutze ich es jetzt erstmal nicht. Im Winter, sobald wir Licata erreichen, das sind noch 150 Meilen, werde ich es dann ausbauen und mir das mal genauer angucken, so dass ich in Deutschland dann ja, die Teile besorgen kann, die ich brauche über den Winter. Und dann wird es im Frühjahr wieder eingebaut und dann haben wir wieder eine Genua. Als wir losgefahren sind in Barcelona, wussten wir, dass die Genua nicht in Ordnung ist. Das hat sich ja schon im Sommer gezeigt. Wir hatten halt die Wahl, fahren und es drauf ankommen lassen oder eben ja, in Barcelona bleiben und reparieren, und wir wollten nicht in Barcelona bleiben. Und es ist ja gut, dass es jetzt erst die letzten paar Meilen sind. Wir haben ja schon etliches in unserem Kielwasser versegelt. Christoph schreibt jetzt gerade Logbuch. Ja, ich habe gerade reingeschrieben, Anker gelöst durch Tauchen. So, weiter bin ich noch nicht. Aber eigentlich ist schon ganz viel passiert jetzt die letzten 2 Stunden. Anker gelöst, getaucht, Genua versucht, Genua nicht funktioniert. Naja, also Fabignana liegt 7 Meilen vor uns, wir sind bald da. Christoph ist ja ganz fleißig, der schreibt immer brav das Logbuch. Ich schreibe das auch manchmal. Wie macht ihr das eigentlich? Schreibt mal in die Kommentare, macht ihr das noch? Macht ihr das überhaupt noch? Ich weiß, viele Leute machen es gar nicht. Macht ihr das mit Papier? Macht ihr das elektronisch? Es gibt ja ganz verschiedene Arten und Weisen. Das würde uns mal interessieren, wie das so andere handhaben. Also Christoph hat noch sein großes Buch, das aber auch irgendwann voll ist. Von wem hast du das? Hast du geschenkt bekommen? Das habe ich tatsächlich geschenkt gekriegt und das ist aber das von Wilfried Erdmann, der hat das gemacht. Also ich finde es ganz gut, da sind auch vorne und hinten Checklisten drin. Er weiß ja auch, was er tut. Er war ja lang genug unterwegs, inklusive die Beaufort-Skala, die ich auch öfter mal brauche zum Umrechnen und irgendwelche Checklisten vor dem Ablegen, Crewliste, einklarieren, Sturm fertig machen, was weiß ich, das ist echt gut.
es blitzt. Ja, Nanu, es blitzt auch. In 2 Tagen blitzt es. Ich habe gerade das Wetter angeguckt. Okay, aber da sind wir ja in Favignana und da ist ja Rot. Ja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Wir sollten gucken, dass wir möglichst schnell nach Jakarta kommen. Weil es kommt nichts Schönes. Wir hatten in Barcelona einen Italiener neben uns liegen auf einem großen Motorboot und der hatte uns erzählt, alles was von Nordafrika nach Norden weht. Also er hat das Liberezio genannt von Libyen, also weil es dann von Libyen kommt. Er hat gemeint, da darf man auf keinen Fall rausfahren. Es gibt eine kurze, steile, hohe Welle und gefährliche Wetterbedingungen. Meinst du, dass es das ist? Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, wobei er meinte, dass, also das kommt so von unten hoch, das was er meint. Ja. Also der Wind hat tatsächlich den offiziellen Namen auch. Was da jetzt kommt, kommt direkt von Afrika. Okay. Wenn es denn kommt. Aber da wird es ja nochmal ordentlich warm, da kann ich ja dann nochmal baden gehen. Ja, wenn du gerne bei 40, 50 Knoten Wind baden gehen möchtest, dann tu dir keinen Zwang an. Favignana ist ein Fischerort gewesen und mit Thunfischfang und sowas. Und was ich faszinierend finde, hier gibt es eine riesige Zitadelle, die dann Gefängnis danach war. Und der ganze Ort ist aus diesen alten Muschelkalksteinen aufgebaut. Also hier zum Beispiel sind so Muscheln mit drin, die sieht man auch noch. Und was dann übrig bleibt, so außerhalb der Zitadelle, sind so 10 Meter tiefe ehemalige Steinbrüche, wo man auch noch sieht, wie sie das rechteckig rausgeschnitten haben. Also wirklich so rechteckige Quader. Und wenn man im Hintergrund guckt, diese Häuser, die sind auch daraus gebaut. Finde ich total interessant. Ich glaube, mir ist gerade eine Katze zugelaufen. Tja, so schnell kann es gehen. Du lässt dich ja sogar hochheben. Geht. Die ist zu alt, um sie ans Boot zu gewöhnen. Das wird nichts mehr. Entschuldigung, ich habe sie nur mit einer Hand gestreichelt. Entschuldigung, wie nachlässig von mir. Hm? Du, Flo Hotel, du? Ja? Hm? Ganz blaue Augen hast du. Ganz blaue Augen. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles gut. Alles gut, hm? Alles gut, ja. Ja. Hm? Bist leider zu alt. Du rennst sonst nur weg oder springst ins Wasser.
Was sagst du? Das ist total schön. Also das ist, glaube ich habe schon lange nicht mehr so eine nette Ankerbucht gehabt. Also ich meine, zum Baden gibt es vielleicht schönere, aber es ist türkis und dass du halt so mitten in so einem Ort drin liegst, das ist schon echt besonders und auch echt geschützt. Also schön, wirklich schön. Ich glaube allerdings im Sommer würde Christoph da anders drüber reden. Ja. Im Sommer muss das die Hölle sein. Ja. Ich meine, der Ankergrund ist nicht ganz einfach. Das gibt hier so zwei Felsrinnen und die sind mit Sand gefüllt. Aber die Felsen sind relativ hoch und es liegen hier auch große Anker. Direkt hinter uns liegt ein großer Anker im Wasser, also ein alter verrosteter Anker, der sehr hoch aufragt und die Felsen ragen auch hoch auf. Also ich glaube, es ist nicht so ganz einfach. Es gibt auch auf Navi viele Berichte, dass sich die Leute mit der Ankerkette verhängen und wir haben teilweise auch nur noch 0,5 Meter Wasser unterm Kiel, wenn wir schweunen. Die Marina, die hier ist sehr klein, wie der ganze Ort, und die kostet 20 Euro pro Meter. Also und hat nicht mal Toiletten schon, und Strom. Genau, also du liegst nur, mehr gibt es nicht. Mehr als liegen gibt es nicht. Aber ansonsten ist das hier wirklich ein echt netter, ruhiger Ort mit unfassbar vielen Katzen. Also ich glaube, das ist so einer der Orte mit den meisten Katzen neben, wie hieß das, Sète? Ja. Hier bei Sète in Frankreich. Bei Montpellier. Aber es tut richtig gut hier zu sein. Wir sind total geschützt jetzt gewesen. Es hat um uns herum 2 Tage lang nur gewittert, gedonnert, es hat geregnet und hier war nichts. Also die meiste Welle, die hier entsteht, ist durch die große Fähre, die 3-mal am Tag hier reinfährt. Die fährt hier vorne rein, schmeißt den Anker und fährt dann römisch-katholisch an die Pier ran. Das ist irre. Es ist keine Saison mehr, das heißt, die meisten Läden haben zu. Der Supermarkt hat mittwochs nachmittags geschlossen, wie wir Mittwochnachmittag gemerkt haben, als wir einkaufen gehen wollten. Es werden ein paar Touristen noch mal mit der Fähre mitgenommen, aber ansonsten hast du hier jetzt nichts und niemanden mehr. Es ist total verschlafen im Winter. Es ist so schön nach Saison zu machen. Es ist wirklich so angenehm. Und diese Fischfabrik hier rechts von uns, die ehemalige, die ist echt faszinierend. Also das ist wohl so mit die größte Thunfischfabrik im Mittelmeer gewesen, eine ganz bedeutende Fabrik und die hatten auch eine extrem tiefe Fertigungstiefe. Also ich war gestern auf dem Gelände, da liegen noch so diese alten Blechplatten, aus denen sie dann diese Dosen gemacht haben, diese schon bedruckten Platten liegen da noch rum und dann haben sie eben die Dosen selber gemacht. Da innen gibt es noch Schmiedeessen und Werkstätten und also es ist echt irre. Dampfmaschinen waren da damals drin mit Riementrieben und faszinierend. Also hier drin liegen auch die alten Boote noch. So 10 Meter lange Ruderboote, mit denen sie draußen waren. So 8 oder 10 Stück liegen da drin. Also es muss irre sein. Das war jetzt leider zu, sonst wäre ich auch reingegangen. Und es ist ein riesiges Areal, echt riesig. Uhr und die Sonne geht unter. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir in den Hafen kommen. Die Saison ist einfach zu Ende, die Tage sind zu kurz. Die letzte Nachtfahrt für dieses Jahr, für diese Saison.
sehr anstrengend heute. Es ist mehr Welle, als wir gedacht haben. Und ja, der Autopilot steigt heute auch wieder ständig aus, nachdem er jetzt die letzten Tage doch toll durchgehalten hat. Das in Marina zu gehen. Und die notwendigen Reparaturen dann doch auch mal anzugehen und auch für uns ein bisschen zur Ruhe kommen und auch woanders zur Ruhe kommen als in Barcelona, wo wir ja doch die letzten Wochen und Monate nur noch Arbeit mit verbunden haben. Da muss ich ein bisschen gucken nach dem Autopiloten. Doch, das steuert drauf. Christoph schläft jetzt, ich habe die ganze Zeit geschlafen. Es geht jetzt auf Mitternacht zu. Wir werden durchgeschaukelt von der Dünung von vorne. Die ist vielleicht so, ja, ca. 50 cm hoch, vielleicht 1 Meter. Und wir haben auch ein bisschen Wind, so von 30 Grad von vorne. Das heißt, das Stützsegel ist auch draußen und unterstützt uns ein bisschen. Wir machen 5,2 Knoten Fahrt. Und ja, bis auf ein paar Fischer und ein Segelboot, was mir sehr nahe gekommen ist, gibt es nichts Besonderes. Ich bin sehr erstaunt, wie stark bebaut hier die Küste ist und was mich ganz besonders wundert, also ich wusste es zwar, aber wenn man da erstmal so dran entlang fährt, Sizilien ist wirklich groß. Also auch die Distanzen auf der Insel selber sind sehr groß. Und ja, ich bin gespannt und ich freue mich auf den Ätna. Ich möchte ein paar Sachen auf Sizilien sehen, aber jetzt müssen wir erstmal ankommen. Also wir fahren jetzt weiter durch die Nacht, werden morgen recht früh dann irgendwann ankommen. Wir erreichen langsam die Hafenmole. Das heißt, wir sind bald da. Unser Navigerät piepst auch schon. Christoph macht die Fender fertig und die Leinen. Ja, das erste Mal jetzt wieder in die Marina. Die letzten Wochen war gar nicht so lange. Ne? Fühlt sich an wie Wochen, Monate. Wir waren nur irgendwie 3,5 Wochen oder so unterwegs. Jetzt erstmal wieder für ein paar Wochen in die Marina und bisschen traurig, aber ich glaube, jetzt ist auch tatsächlich ja soweit auch ausgereizt. Es wird die nächsten Tage wieder regnen und gewittern und die nächste Schlechtwetterfront. Ich glaube, jetzt beginnt so die Zeit, wo es auch keinen Spaß mehr machen würde vor Anker so langsam. Zumindest nicht hier in der Gegend. Wir sind sehr gespannt auf den Kater, wirklich. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch darauf, ganz viele andere Leute zu treffen, die das Gleiche tun wie wir, die auch auf dem Boot leben und die auch viel segeln. Das hat so ein bisschen gefehlt die letzten Wochen und Monate und auf das freuen wir uns, glaube ich, auch sehr. Ja, wirklich sehr.